Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und berichte unter anderem regelmäßig über die Spur 1 Modellbahnfahrtreffen in der Lagerhalle von Reinhold Brenner im Münchner Osten. So manche Zuschauer haben aber schon in Kommentaren bemängelt, dass auf dieser Anlage eine Oberleitung fehlt. Das mag schon stimmen, aber es handelt sich ja hier um eine Modulanlage und da ist die Realisierung einer Oberleitung ein großes Problem. Das könnte sich nun aber tatsächlich ändern, zumindest sukzessiv. In diesem Interview vom Fahrtreffen am 9. Mai 2025 zeigt mir Reinhold Brenner die ersten Anfänge seiner Eigenbau-Oberleitung. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass irgendwann mal in Spur 1 eine Oberleitung hier für die Modulanlage kommen wird. Und es gibt jetzt hier einen ersten Versuchsaufbau, der hier tatsächlich auf einer Länge von ungefähr 6 Meter, oder was ist das? Nee, also der Bereich sind jetzt ungefähr 3 Meter. Und das ist jetzt hier so, wie es später sein soll, ja, als Oberleitung dann mit den entsprechenden Masten. Oder was ist das jetzt hier genau? Das sind jetzt die Turmmasten mit dem Quertragewerk, so wie es also im Bahnhof also üblich ist, wenn es mehrere Gleise überspannen soll. Das heißt also hier in dem Fall tatsächlich Überspannung über 4 Gleise. Ganz kompliziert über einen Hosenträger. Das ist im Endeffekt die Maximallösung, die man wirklich machen kann, wo man sagen kann, das ist eine echte Herausforderung. Aus welchem Material sind diese Masten? Die Masten sind aus Messing. Wir haben hier einen Rohmasten. Die sind also selber gelötet. Sind dann komplett alle Streben? Alles einzeln gelötet. Sind dann mit der Original-DB-Farbe. Gibt es also nur 2 Firmen in Deutschland, die wo also diese Farbe im Vertrieb haben, sind sie lackiert worden und werden dann in die Anlage nur reingesteckt. Das heißt unten verschraubt zur Sicherung, das heißt wirklich als modular? Werden also nicht verschraubt, sind also so stabil, also da ruckelt fast gar nichts. Das heißt die Oberleitung bleibt als Modulanlage? Die Oberleitung ist zerlegbar. Wahnsinn. Also die Fahrträder sind nur eingehängt mit einem speziellen System, dass sie also stabil bleiben. Und die Masten sind nur in die Anlage reingesteckt. Und diese Fahrträder, aus welchem Material sind die? Die sind aus 0,8er Schweißdraht. Dieser Stahldraht verkupfert. Den kann man also schön löten. Schauen wir, ob wir das scharf kriegen. Und die Oberleitung selbst wird wahrscheinlich von der Belastung her den Druck wahrscheinlich nicht aushalten. Da muss man sich was einfallen lassen. Ja, man müsste sie besser spannen, aber das wird dann schlecht werden bei der Modulanlage, weil die Drähte ja hier nur lose eingehängt sind. Sie sind ja nicht verlötet, also man kann sie jetzt aushängen. Und wenn man es jetzt noch mehr spannen würde, also würde sich das Ganze ein bisschen verziehen. Und das von der Montage her werden die also alle gesteckt und alles aufgebaut und das ist jetzt hier der erste kleine Teilaufbau. Wie justiert man das dann mit den Fahrträden? Die muss man dann ja irgendwie exakt, macht man das dann, wenn man sie aufgebaut hat oder wie bereitet man die Fahrträder vor? Also ich habe jetzt die Fahrträder zuerst alle eingehängt und dann habe ich sie nach vorne über Provisorium nach vorne nach hinten abgespannt, weil wir ja jetzt noch kein Spannwerk haben. Das ist also jetzt der nächste Schritt, dass und jeweils hier am Anfang und irgendwo dann in der Mitte vom Bahnhof also Spannwerke verbaut werden. Und die Länge von den Fahrträden, wie macht man sich die zurecht? Hat man da dann? Da habe ich eine Schablone. Da misst man also aus von Fahrdraht zu Fahrdraht und macht dann sich eine Schablone. Das habe ich also mit einem einfachen Brett gelöst. Von und hinten Nagel, da werden also dann die Drähte wird dann umgebogen, dann werden sie hier auf Spannung eingehängt. Und dann sieht man hier die schwarzen Stellen, wo es dann verlötet wurde. Genau. Liegt jetzt bloß nicht rein. Das ist jetzt der Vorführeffekt. So, jetzt so. Und dann haben wir schon die Ideallinie, die hier angezeichnet ist, die dann der Verlauf ist. Genau, da ist also nur in der Mitte sind 2 Nägel drin, wo also die tiefste Stelle ist. Ja, hier rein.
Und dann werden die Querstreben aufgesetzt und werden dann verlötet. Das heißt, man lötet alle einzeln und danach muss man sie dann wahrscheinlich ein bisschen farblich behandeln noch. Genau, die Lötstellen mit Bronzefarbe überstreichen und dann siehst du eigentlich fast gar nichts mehr. Und das da hinten ist der Fahrdraht? Das ist der Fahrdraht. Das ist ein ganz stinknormaler 08er Schweißdraht. Handelsüblich, überall zu kaufen. Und wie macht man das jetzt mit den Stromabnehmern, dass die nicht zu stark raufdrücken? Bei einigen, glaube ich, kann man es per CV einstellen. Bei den neueren kann man es per CV einstellen. Das muss ich also erst noch machen. Und bei den älteren Lokomotiven über ein dünnes Nylonseil werden die dann unterhalb des Fahrdrahts arretiert. Das heißt, man bleibt so 3-4 mm drunter wahrscheinlich. Ja, ein erster Anfang ist gemacht, schaut abenteuerlich toll aus, ist auch alles von der Detaillierung her recht schön. Hier gibt es dann sogar noch Isolatoren. Mal schauen, ob man die jetzt irgendwie scharf stellen kann. Wird wahrscheinlich eine Herausforderung. Mal schauen mit den Fingern, mit der Hilfe, ob es dann geht. Es wird wahrscheinlich dann noch eine Zeit lang dauern, bis das soweit ist. Da kannst du recht haben. Aber es ist toll, dass wir es überhaupt schon mal sehen. Und habe mich gefreut, dass ich erfahren habe, vor ein paar Wochen schon, dass tatsächlich ein erster Anfang jetzt soweit ist, dass wir beim jetzigen Stammtisch... Schauen wir mal, was bis zum nächsten Stammtisch rauskommt. Und bis wir es dann irgendwann einmal haben. Ja. Für die große Anlage im September wird es wahrscheinlich... Ja, die Herausforderung wird noch sein, dass wir die maßstäblichen Längen bekommen. Das ist umgerechnet ungefähr 2,50 Meter Mastabstand. Das heißt, du möchtest dann Mastabstand hier bei den großen außerhalb Bahnhofsbereich, möchtest bei 2,50 Meter bleiben? Im Bahnhofsbereich soll er maßstäblich sein. Also das heißt, auf der ganzen Bahnsteiglänge werden nur 4 Oberleitungsmasten verbaut. An dem 12,80 Meter langen Bahnsteig des Augsburger Bahnhofs, der in meinen Videos im September immer schön zu sehen ist. Ja. Gut, dann lassen wir uns überraschen, ob vielleicht tatsächlich im September am Augsburger Bahnhof eventuell schon ein bisschen was an Oberleitung da sein könnte. Schauen wir mal, wie es mit der Zeit ausgeht. So, das war's mit meinem ersten kleinen Bericht über die Spur 1 Oberleitung von Reinhold Brenner. Ich hoffe, dass es bald eine Fortsetzung gibt und sage Servus bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.